Willkommen zurück. Heute werden wieder ein paar Kärtchen ausgepackt. Nächstes Mal dann wieder gekocht für die, die noch neu sind. Das läuft hier mehr oder weniger abwechselnd. Mittlerweile leider nur noch alle 2 Wochen, weil ich wenig Zeit habe, aber ich versuche es einigermaßen einzuhalten. Heute also wieder Karten, und da das schon so ewig lange hier rumsteht und ich mal langsam wissen will, was drin ist, öffne ich heute diese Morpeko V-Union Box. Ich bin nicht sicher, was für Sets genau drin sind. Und ich glaube, es ist eine englische Box. Dann versuche ich das mal möglichst ohne zu großen Lärm zu öffnen. Öffnet sich überraschend leicht. So, Box weg. Dann bleibt uns hier diese Plastikhülle mit den ganzen Karten drin. 4 Promokarten, die zusammen ein großes Morpeko ausmachen. Und eine einzelne große XL, XXL, wie auch immer Karte, die das Bild dann nochmal als Ganzes zeigt. Da sind die Karten, fliegen schon alle weg. Da sind die Booster und da ist die XL-Karte. Und dann kann das Plastik ja auch weg. So. Also hier ist das Motiv in groß. Morpeko V-Union. Was kann das Ding? Ist also logischerweise eine V-Karte. 310 KP. Burst Wheel. 100 Mal. Discard all energy from this Pokémon to this attack does 100 damage for each card you discarded in this way. Also Karten von dem Pokémon wegwerfen, also Energiekarten wahrscheinlich. Ja, Energie. All Energy. Erstmal lesen. Also, alle Energie, die 3, die drauf liegen, oder mehr, wenn man mehr drauf hat, wegwerfen, und dafür macht die Attacke dann 100 mal der Anzahl an Karten, die du weggeworfen hast. Hast du also 3 Energie, die du ja brauchst, um die Attacke zu machen, hast du 300 Schaden damit gemacht. Bei 4, 400. Und Electric Ball für 160, auch 3 Energie. Ist halt teuer, ne? Wenn man sehr gut Karten mit Energie versorgen kann, dann kann man das sicherlich machen. Ansonsten ist es ein bisschen teuer. So, dann haben wir hier 5 Booster. Aber erst haben wir natürlich noch die 4 Karten, die zusammen das Morpeko V-Union ausmachen. Mal gucken, ob ich sie einigermaßen zusammenhalten kann. 1, 2, 3. Ne. Whatever. Und die 4. Tada! Für sich ein bisschen unspektakulär, weil sieht halt aus wie eine durchgeschnittene Karte. Dann haben wir hier noch Professor Burnett. Warum auch immer das eine Promokarte ist. Und ich meine, die habe ich auch schon. Die war, glaube ich, in einer anderen Morpeko-Box auch drin. Und natürlich der Code. So. Dann geht's an die Booster. Was haben wir hier? Fusion Strike und Brilliant Stars. Auf jeden Fall beide Sets, von denen ich schon was habe. Hiervon hatte ich, glaube ich, ein ganzes, ganzes Display. Hier bin ich mir nicht sicher. Fusionsangriff oder wie heißt das auf Deutsch? Davon habe ich, glaube ich, weniger. Aber wie dem auch sei, ist auf jeden Fall schon lange her. Davon, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich die überhaupt wiedererkenne. Aber bestimmt. So. Aktuell gibt es ja wieder so ein Brilliant, glaube ich, Set, wo die Shinies drin sind. Die Shiny-Karten sind natürlich ganz nett, aber es sind natürlich die seltenen Karten. Und ich habe halt ansonsten in dem Set nur Karten, die es schon in anderen Sets gab. Und deswegen macht es irgendwie keinen Sinn. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie hier der Kartentrick ist. Das ist ja jetzt schon was her. Ich schätze mal, das sind die 4. Wir werden es gleich sehen. Jawohl. Und wir starten mit einem ziemlich cool aussehenden Zoroark. Ob ich das schon habe, natürlich, keine Ahnung. Simipour, ein kackhässliches Pokémon. Metapod. Indeedee. Growlithe. Phalanx. Morpeko, okay, haben wir schon mal direkt das Vieh von der Box. Auch hier, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon habe. Sieht aber ganz cool aus für so ein einfaches
Ist eine Common, also eine richtig einfache Karte. Single-Strike-Karte, dafür aber ein cooles Motiv. Smeargle, das war ich auf jeden Fall schon. Sieht aber immer wieder spektakulär aus, einfach nur aufgrund der Farben. Rookie D als Reverse Holo und die Rare ist ein Claydol in Regular Rare. Ich werde jetzt natürlich nicht die Namen direkt übersetzen, wie man gerade schon gemerkt hat. Erstens gibt es einfach mittlerweile so viele Pokémon, dass auch ich die Namen nicht mehr kenne. Und zweitens müsste ich zu lange dafür nachdenken, um das überhaupt machen zu können, wenn ich die Namen kenne. 1, 2, 3, 4. Zack. Und weiter geht's. Chini, Zilan und Cress. Okay. Gleichscore. Das sieht wieder ganz cool aus. Sieht ähnlich aus wie, was war das erste Pokémon? Zoroark vom Stil her. Ganz nice. Mandibuzz. Okay. Toxel sieht auch ganz cool aus wegen den Farben einfach nur. Aber es ist auch, es ist halt eine richtige Illustration. Das finde ich ja immer schöner. Als so diese computergenerierten. Totodile. Sehr schön. Maniri auch ganz nett. Ich merke jetzt gerade, da sind doch ein paar ganz hübsche Karten in Fusion Strike gewesen. Clobopus. Dynamo. Latios als Reverse Holo Rare. Sehr cool. Habe ich, glaube ich, zwar schon, aber trotzdem sehr coole Karte. Schick. Und Absol als Regular Rare. Mit den Boxen habe ich in der letzten Zeit nicht so ein mega Glück, muss man sagen. Also ich erwarte jetzt hier auch nichts Krasses in dieser Box, weil ich es einfach mittlerweile gewöhnt bin. Aber Versuche ist es immer wert. 1, 2, 3, 4. Es gibt ja auch leider keine andere Art, außer sie einzeln zu kaufen, als an diese, wie man an diese ganzen Promos bekommt. Das ist ja völlig absurd, dass es jetzt einfach in jedem Set 50 Promos gibt. Gabite in einer kackhässlichen Karte, also die finde ich echt super hässlich. Habe ich auf jeden Fall schon. Double Turbo Energy. Purloin, Milcery, Jinx, ganz niedlich. Alles aber schon bekannte Sachen. Golett, ich mag halt nicht so diese 3D-animierten, animiert ist gut, gerenderten Bilder, aber es ist immerhin schon mal wieder interessanter, weil 2 drauf sind. Einfach, das macht schon so viel aus. Grimmsnarl als Rare. So. Nur Regular Rares bis jetzt. Das ist natürlich schon ein bisschen lame. Also wenigstens Holo könnte man sie schon machen. Kommt jetzt noch der krasse Pull. Letztes Booster aus der Box. Zack. 1, 2, 3, 4. Sonst müssen wir noch random Booster aufmachen. Ich habe noch so viel hier rumfliegen. Pachirisu. Bla. Luxio. Impidimp. Aha. Magmar haben wir auf jeden Fall schon. Riolu. Bomi. Staryu. Corphish als Reverse und nope, eine Holo Rare. Das ist mal eine der lamesten Boxen, die ich je geöffnet habe. Die Coronospa Wir-Box hier hinten hätte ich auch noch, aber davon habe ich schon eine geöffnet, deswegen will ich das eigentlich erstmal lassen. Aber ich habe, wie gesagt, noch einen Haufen Booster. Ich habe hier noch silberne Sturmwinde und ich habe noch fast das ganze Display von Obsidia und Flammen. Was das neueste Set, was ich aktuell habe, ist. Machen wir einfach mal ein bisschen silberne Sturmwinde auf. Das liegt schon ewig rum. Da habe ich jetzt wenigstens mal einen Grund, ein bisschen was zu öffnen. So, wird wahrscheinlich auch noch der 4er-Kartentrick sein und die V-Star-Karte da beweist es auch. So. Kimono-Trägerin, okay. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht alles durcheinander werfe. Dawnfang. Ganz nettes Bild. Rotena. Hier aber wirklich auch alles schon sehr bekannt. Nichts weiter Spannendes bisher. Ich hoffe natürlich noch auf einen guten Pull. Emolga als Reverse und Traunmagie als ebenfalls nur Regular Rare. Nicht das beste Glück heute.
Na komm. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Nee, ich habe keinen Platz. Ich muss mir hier mehr Platz schaffen. Code, blub weg. 1, 2, 3, 4. So. Dragon hier. Toxiquark. Ach so, jetzt natürlich wieder auf Deutsch. Ne? Das war ein Display, glaube ich. Davon habe ich nur einfach noch ein paar Booster übrig, die beim Umzug so ein bisschen verloren gegangen sind, jetzt aber wieder aufgetaucht sind. Keldeo als Reverse, ist das eine Rare? Yeah, nice. Reverse Holo Rare und Arctos als Holo Rare. Ist nur eine Holo Rare, aber Arctos schon mal immer cool, weil es einfach ein cooles Pokémon ist. Und es ist auch ganz schick, tatsächlich. Hübscher Stil. Gefällt mir ganz gut. Man hätte mehr draus machen können, aber trotzdem ganz gut. Von Silberne Sturmwinde habe ich auch tatsächlich schon ganz gute Puls gehabt in dem Display. Da hatte ich unter anderem das Lugia. Das Lugia, das jeder benutzt hat zu der Zeit, als das Set rauskam. Mega nervig. Mit das Nervigste an diesem Kartenspiel, dass immer alle dieselben Karten benutzen. Aranestro. Ups, falscher Stapel. Damn. Humanolith. Ein bisschen zu einfacher Stil für meinen Geschmack. Golbat sieht da sogar schon cooler aus, obwohl es dumm aussieht. Farblu, Flauschling, ich mag diese Figürchen nicht. Rotom. Goldra, das ist auch... Ich werde mit diesem Stil irgendwie nicht warm, auch wenn es natürlich Illustration und so hin und her. Naja. Xiao. Okay. Und Cresselia, nicht Cresselia. Ja. Nee, also da muss noch was. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ist nicht mal eine Vie dabei gewesen bisher. Nichts Brauchbares. Da muss noch was her. So, 2, 3, 4. Ich muss ja sagen, so ein bisschen lässt es mittlerweile nach mit den Karten bei mir. Habe schon länger keine mehr gekauft, aber es steht auch noch so super viel hier rum. Es ist doch einfach mittlerweile so ein bisschen zu einerlei. Es ist immer so ein Haufen von diesen Bildern, die einfach wirklich irrelevant sind. Die paar schönen Bilder, die es gibt, die kriegst du natürlich nicht, die sind dann selten. Cobalium Reverse Holo Rare, nice. Und Sigarde. Leute, ernsthaft. Selbst Holo Rare ist heute sehr spärlich. Erinnert ja fast an damals beim Base-Set, wo es nur so eine Handvoll Holo Rares überhaupt gab. Das ist falsch. Da ist der Code. Du kommst wieder nach vorne. 4. Da hattest du nämlich auch so selten mal Holos. Musstest du dann alle ertauschen. Lantern. Das hatten wir gerade. Sonnenkern. Alles unspektakular. Sehr wohl, Garsteller. Kackhässlich. Traunfugil. Die Reverse ist ein Rockheimer. Und yes, endlich. Endlich. Regeliki VMAX. Kommt mir extrem bekannt vor. Ich weiß aber nicht, ob daher, dass ich es tatsächlich mal gezogen habe. Oder weil man es auch tatsächlich relativ häufig online im Spiel sieht. Obwohl ich mir nie durchgelesen habe, was es eigentlich kann. Nämlich 310 KP. Fähigkeit Transistor. Die Attacken deiner Basis-Elektro-Pokémon fügen dem aktiven Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Okay. Ja, ist nett auf der Bank liegen zu haben. 30 mehr ist jetzt nicht so übel. Und für 3 Energie deine Donner und Blitz. 220 KP Schaden während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon nicht angreifen. So, kann man mal reinwechseln, dann einmal draufkloppen und wieder rausholen. Aber vor allem ist es wohl für die Passivfähigkeit ganz nett. Das ist der einzige wirklich gute Pull heute. Das ist ein bisschen enttäuschend. Da muss ich wohl jetzt erstmal, um meiner Trauer entgegenzuwirken, etwas Leckeres kochen.
Und das sehen wir uns dann nächstes Mal an. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nicht vergessen zu abonnieren und zu liken, den ganzen Kram. Dadurch, dass ich ein bisschen seltener uploade in der letzten Zeit, stagniert alles ein bisschen. Da könnt ihr mir aber helfen, wenn ihr liked und den ganzen Kram. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder beim Kochen und danach kommen wieder Kärtchen. Bis dahin.